Herzlich willkommen auch heute bei dem Vollmond-Talk. Zu meiner rechten Seite begrüße ich den Guido, zu meiner linken Seite begrüße ich den Uri. Danke, danke. Also ich wünsche noch viel Spaß heute und dass der Guido heute auch Zeit Spaß hat, jetzt noch jemand da ist. Vielen Dank. Liebe Leute, seid gegrüßt auch von mir. Und worüber wir sprechen werden, das habe ich schon mal einst in die Kamera gehalten, aber da ihr ja unregelmäßig zuguckt, wenn überhaupt, muss ich das nochmal machen, ganz aktuell. Und der Viktor zoomt bestimmt da drauf und dann gibt er mir ein Zeichen, dass er sagt, ihr habt das lang genug hochgehalten. Und dann kann ich das wegtun und dann werde ich wieder in voller Schönheit zu sehen sein. So, Guido, ich begrüße dich. Du bist Hallo, heute Uri. Der Dialogpartner. Vielen Dank für die Einladung, Uri. Ach was, eingeladen. Eingeladen hat er sich. Ja, toll. Nein, ich habe mir das immer gewünscht, muss man ja mal sagen. Ich habe mir das immer gewünscht und Guido hat gesagt, gut Ding hat Weile, hätt's nicht, irgendwann ist es soweit. Heute ist es soweit. Wir werden sprechen über die öffentliche Autorschaft. Sein Buch, Was wäre wenn? Das ist die große Frage. Guido, erzähl was zu dem Buch. Sofort, spontan. Ja, das wäre wenn, ist ja, glaube ich, schon mal ein guter Ansatz. Ne? Das Ja, war ne? auch erstmal der Titel, öffentliche Autorschaft, wurde dann der Titel, jetzt ist das der Untertitel. Und man kann vielleicht sagen, öffentliche Autorschaft ist einerseits was ohnehin passiert und andererseits eine Utopie. Ja, Also diese Frage, was wäre wenn, verweist auf die Utopie. Und Ja. gleichzeitig ist es was sowieso existiert. Also mehr oder weniger alle Menschen sind Autoren, AutorInnen. Das ist die Behauptung in dem Buch. Also alle Menschen sind gewissermaßen kreativ. Und es ist also keine literarische Tätigkeit, keine Bühnentätigkeit, nichts, was irgendwo vorgeführt wird, sondern was im ganz normalen Alltag passiert. es ist quasi eigentlich keine künstlerische Tätigkeit, wenn wir Kunst als eine Sonderform des Lebens oder der Arbeitsweise sehen würden, dann ist es keine künstlerische Tätigkeit. Aber das hat mich natürlich, was wäre wenn? Das hat mich natürlich sehr an die Romantik erinnert, an die Poetisierung, Romantisierung des Lebens. So, das ist ja dieser Anspruch gewesen, den Novalis so formuliert hat, ne? Das Leben muss poetisiert werden. Das ganze Leben ein Gedicht sozusagen. Und da kam das so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, was wäre, wenn das so wäre? Kommen wir dem doch ein bisschen näher. Es geht nicht nur darum, dass wir alle Menschen zu Dichtern machen wollen. Nein, Nee, ganz und gar nicht. Also von daher, die Tradition ist nicht schlecht angesprochen. Ich würde es jetzt nicht in die romantische Tradition stellen. Also es ist an vielen Stellen sehr nüchtern auch beschrieben, denke ich mal. Würdest du das aus taktischen Gründen nicht machen, weil Romantik schon so ein bisschen kontaminiert ist? Ja, es ist halt auch einfach ein historischer Begriff. Ne? Ich versuche also das Buch eigentlich Das Buch mehr ist oder weniger aktuell. aus dem Nichts und ohne große Tradition zu erzählen, was das sein soll. Aber klar, also die Poetisierung des Lebens, so nennst du das, was die Romantik machen wollte. Und ich denke, da sind wir ganz nah dran. Jetzt ist vielleicht die Poetisierung immer noch ein schwieriger Begriff dabei. Du hast eine Rezension zu dem Buch geschrieben und hast gesagt, Poesie ist da ganz anders aufgefasst, also ein ganz anderer Begriff von Poesie. Ja, ne? ja, es geht nicht um Lyrik oder um ist schöne es. literarische Formulierungen. So ist das ja nicht gemeint. In der Tat, und auch mit in der Romantik Poesie. nicht. Ne? So. Nee, auch nicht, genau. Also wenn das Leben romantisiert werden soll, sollen nicht alle bei Kerzenschein sitzen und rumturteln. So ist das nicht gedacht. So könnte man es missverstehen auf den ersten Blick, ne? Dass Ja. jetzt hier alle Gedichte schreiben. Aber genau so soll es eigentlich nicht sein. Und ein bisschen widerstrebst du auch an einigen Stellen des Textes, auch genau dieser Vorstellung. Das sagst du, Leute, das geht so in die falsche Richtung. Es ist etwas anderes mit gemeint. Ist immer wieder doch auch Thema. Ne? Also die Kunst erscheint ein bisschen als eine Sackgasse, glaube ich, ne? In dieser Tätigkeit des Gestaltens. Das ist eine ganz allgemeine Tätigkeit. Also es geht bei Autorschaft nicht ums Schreiben unbedingt. Also alles, was man tut, man ist Autor seines Lebens und da man nicht alleine ist, auch immer Autor von einem sozialen Zusammenhang. Und das kannst du gar nicht vermeiden. Also du bist immer Autor in allen Lebenslagen und zwar nicht alleiniger Autor. Das wäre ja vielleicht was, wo man sagen würde, ich bestimme dann irgendwas. Das ist eigentlich gar nicht die Frage, sondern du leistest immer einen Beitrag zu einem sozialen Zusammenhang. Und das ist eigentlich die Autorschaft, von der es geht. Das heißt auch öffentliche Autorschaft. Das wäre sozusagen die Öffnung in diesen Raum rein.
dass man nicht der alleinige Autor für etwas ist, was man nur für sich selber schafft, sondern dass es eigentlich um das soziale Leben geht, an dem man sich beteiligt. Wenn ich das Stichwort aufgreifen darf, du bist der Autor deines Lebens sozusagen, dann wäre das natürlich wunderschön und wünschenswert. Da kommt aber dieses Was wäre wenn ins Spiel. Was wäre, wenn es denn tatsächlich so wäre? Das impliziert ja dann aber auch, dass es eben nicht ganz so ist. Also wir sagen zwar, wir leben in einer demokratischen, in einer freien, freiheitlichen Gesellschaft und die Menschen sind selbstbestimmt oder so. Ne? Das ist ja eigentlich die Paraphrasierung, die Selbstbestimmung. Du bist der Autor deines Lebens, du bestimmst selbst, was du machst. Und dann kommt aber ins Spiel, nicht alleine du bestimmst und auch nicht über das Leben schon mal gar nicht. Nicht, dann müsste ich ja sozusagen alle ein bisschen rumdirigieren. Genau. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, weil dann werden ja die anderen noch weniger selbstbestimmt. Aber im Grunde geht es ja tatsächlich bei der Autorschaft, da wo die Autorität drin steckt, darum, ein bisschen selbstermächtigt zu sein oder die Ermächtigung an die Gesellschaft zu geben. Letzteres dann. Das wäre, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also es wäre sicherlich ein Missverständnis, wenn man sagen würde, diese Zielvorstellung, dass alle jetzt AutorInnen werden, würde eben diesen Bestimmungsfaktor mit sich bringen. Also ich bin jetzt der Autor. Also interessant ist, wenn alle Leute Autoren sind, dann gibt es ja vielleicht auch gar keine Leser in dem Sinne. Und was was wäre, wenn drin steckt, also diese Utopie ist, glaube ich, mehr oder weniger, wir tun das zwar, aber wir haben gar kein Bewusstsein davon. Wir leben in mehr oder weniger so einer Konsumgesellschaft, in der wir uns als Zuschauer begreifen, jedenfalls verhalten wir uns an vielen Stellen so, ne? Dass man sagt, also hier wäre jetzt die Stelle, wo die Autorschaft deinerseits angebracht wäre, da ziehen sich viele raus, würde ich sagen. Also insofern, das geschieht, aber großenteils unbewusst. Und wenn man sich es bewusst machen würde, wäre das sicherlich mehr Synergie im Spiel, wie du es auch schon mal angedeutet hast. Ja. Ich habe ja genau da meine Zweifel, dass ich dieses Was wäre wenn durchaus ernst nehme im Konjunktiv und sage, das ist nicht real. Das ist nicht, also das Buch ist real, die Gedankenvorstellung, dass es so sein sollte, könnte man auch gelten lassen, dann durchspielen, was wäre wenn. Aber im Grunde haben wir weder, das ist meine Behauptung jetzt, es ist nicht die Behauptung des Buches, liebe Leute, nicht verwechseln, ja, also ich behaupte das und ich hoffe, Guido wird es zurechtrücken, wird widersprechen, aber ich muss ihn ja provozieren. Wir leben in gar keiner selbstbestimmten Gesellschaft, Guido, sondern ich habe überhaupt keine Chance, Autor zu sein über mein Leben. Und wo du das vorhin noch so angeschnitten hattest, ja, dann gäbe es ja gar keine Leser. Naja, das kann man so nicht sagen. Also wenn jemand Autor sein will, und das will ich ja zum Beispiel im engeren Sinne durchaus auch. Ich schreibe Texte und so, ne. Aber man schreibt ja nicht nur Texte, man liest ja auch Texte. Nicht nur die eigenen, sondern auch andere. Sonst kommt man ja gar nicht weiter. Es ist schon auch in der Autorschaft ein Lesen. Und in dieser Autorschaft wäre das Mitlesen mit anderen Menschen, die Gesellschaft, wäre auch in der Autorschaft eines jeden doch mit enthalten, oder? Es gibt auch ein Buch, das heißt Die Gesellschaft des Zuhörens. Ich glaube, dagegen ist nichts zu sagen, dass man zuhört oder sowas. Ne? Es war jetzt mit dem Leser eigentlich, glaube ich, eher auf den Konsumenten bezogen. Ja, ja. Und dass das möglicherweise eine sehr verbreitete Haltung ist, die diesem Gestalten von Gesellschaft, wenn sie denn demokratisch gestaltet werden soll, nicht besonders entgegenkommt. Ne? Es geht ja immer um Beteiligung und ich glaube, viele Leute sehen sich auch nicht, ja, man hat ja eine Demokratiemüdigkeit, davon ist ja die Rede, also die Demokratie funktioniert nicht mehr so gut, man sucht nach Alternativen. Ja, man müsste sie mal realisieren. Ne? Also Ui, das habe ich noch nicht gehört, dass man nach Alternativen zur Demokratie sucht. Ja, es gibt Leute, die suchen danach und ich glaube, mit so einer autoritären Wende, wie die sich hier teilweise abzeichnet in vielen Gesellschaften, ist das ja schon weit fortgeschritten. Ne? Ja, das ist ja eine Wende sozusagen, die man sich dann historisch aus der Vorweimarer Zeit noch holen kann. Ein hübscher Kaiser Wilhelm wäre natürlich mit einem super Helm oder so. Schöner Helm, ja, wäre gut. Oder mit dem Pickelhauben und so, kann ich mir das so vorstellen. Das wird schon wieder ganz schick um so einen Vatermörder, so einen Kragen, so zack, ganz eng und ganz steif und so. Aber weiß nicht, ob es die Kostüme braucht, aber genau. Ich kostümiere das natürlich ein bisschen. Nein, man darf die bunten Kleider anbehalten,
Man darf, heißt, das bestimmt dann jemand als Autor, du darfst es zwar anbehalten, aber verhalte dich anders. Naja, wenn man von der autoritären Wende redet, weil du hast ja gerade gesagt, da steckt auch Autorität drin, das dürfte sozusagen das Gegenteil sein. Da hast du wieder einen Autor und alle anderen im Gleichschritt, mehr oder weniger. Ne? Also das changiert da eigentlich nicht rein, sondern will das eigentlich umdrehen. Eine öffentliche Autorschaft ist nicht einer ist Autor für alle, sondern alle werden zu Autoren. Ja. Ne? Wir haben noch nicht von Jochen Gerz geredet, von dem das kommt, oder hatte ich das schon gesagt? Nein, noch nicht. Ja, das wäre, glaube ich, wichtig, weil das kommt ja aus einem künstlerischen Werk von dem Jochen Gerz. Und Erzähl. fällt mir gerade das ein, gibt eine Metapher von dem, wo man sich dann jeder fragt, kann ja gar nicht funktionieren oder was, ne? Fußballmetapher. Wir kommen noch auf eine musikalische Metapher später, aber warum nicht auf Fußball? 80.000 auf dem Platz und 11 auf der Tribüne. Was ist das für ein Fußballspiel, ne? Aber so könnte man es sich dann vorstellen, ne? Richtig. Also die Leute müssten sich dann in irgendeiner Form auch koordinieren, mit Sicherheit, aber du kannst nie wissen, was alle 80.000 jetzt gerade machen. Also da hast du kein Ornament der Masse oder so, sondern das ist wirklich eine Form von Selbstorganisation, die man sich da vorstellen muss. Aber ist das denn tatsächlich von ihm so als Bild entworfen, dass er sagt, also auf dem engen Platz sind die ganzen 80.000 und 11 gucken an? Ist jetzt einfach nur das Spektakel des Fußballspiels umgedreht. Ne? Ja. Ist von Jochen Gerz. Jochen Gerz, vielleicht erzählst du noch ein bisschen mehr über ihn und dann kommen wir auf die Metapher nochmal zurück. Das interessiert mich jetzt, weil Fußball interessiert mich ja auch als Metapher. Hauptsächlich als Metapher, ne? Nein, ich spiele jetzt selber nicht, falls du das meinst. Okay, Jochen Gerz, ein Konzeptkünstler, hat so in den 60er Jahren angefangen, auf verschiedene Arten und Weisen, aber diese öffentliche Autorschaft, den Begriff gab es damals noch nicht, also der stammt dann eher so nach der Jahrtausendwende. Aber bekannt geworden ist er hauptsächlich mit seinen Arbeiten im öffentlichen Raum und den Autorenprojekten. Da steckt der Begriff ja schon mal drin. Das sind alles Arbeiten, die eben er als Künstler nicht selber autorisiert in der Form. Er hat sicherlich ein Dispositiv aufgestellt und hat sozusagen ein Konzept zurechtgemacht, in dem dann aber die Menschen als AutorInnen sich daran beteiligen können. Ich habe da mehrere mitgemacht. War hier zu der Kulturhauptstadt Ruhr 2010, war der auch im Ruhrgebiet. So bin ich auf ihn gestoßen und vielleicht zwei kurze Beispiele. Einmal der Platz des europäischen Versprechens in Bochum. Ja, Platz des europäischen Versprechens. Da haben 14.000 noch was Leute Europa ein Versprechen gegeben. Kann man das überhaupt? Ne? Also vielleicht ist Europa ein Versprechen. Kann man dem eigentlich was entgegenbringen wiederum? Kann man sich dazu verhalten? Ja, Leute haben tatsächlich 14.000 Leute ein Versprechen gegeben, wissen wir nicht was. Die Versprechen sind geheim, aber alle Namen wurden in diesen Platz eingraviert. Und du siehst halt dann diese ganzen Namen. Ist ja auch so ein bisschen wie eine Signatur. 14.000 Leute haben das gemacht, aber was du jetzt da versprechen würdest, müsstest du dir dann schon wieder selber ausdenken. Ne? Wenn du da auf diesem Platz stehst, was haben die alle versprochen, denkst du dir so. Okay, haben viele Leute sich daran beteiligt und wenn da keiner gemacht hätte, dann gäbe es diesen Platz nicht. Und ein anderes Beispiel, 2 bis 3 Straßen, hieß das, eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets. Das hat auch hier stattgefunden. Da waren Leute eingeladen, ein Jahr mietfrei zu wohnen und alle an einem Buch mitzuschreiben tatsächlich an der Stelle. Also das Buch wurde geschrieben, da war Autorschaft dann in diesem engeren Sinne dann tatsächlich am Start. Das Buch ist auch ziemlich dick geworden, steht da drüben, müssen wir vielleicht nicht unbedingt, aber das sind halt 3.000 Seiten, das ist dicker als die Bibel. Und es ging auch da wiederum im Umfeld, die haben halt hier so in der Nachbarschaft gewohnt, in Duisburg auch und in Mülheim noch. Die Leute zum Mitschreiben zu bringen, also dass auch die ganze Nachbarschaft mehr oder weniger irgendwie in dieses Autorenfeld reingerät. Ja, und das Projekt hat ein Jahr lang gedauert, dieses 2 bis 3 Straßen-Projekt. Als es dann zu Ende war, ist die Nachbarschaft Borsig 11 entstanden. Und genau, 15 Jahre später ist dann der Vollmond-Talk im Rahmen der Nachbarschaft Borsig 11 entstanden. Ja, genau. Ne, insofern ist das schon auch in so einer Art Tradition. Und ich finde, in beiden Projekten kann man so ein bisschen eine Art von Idee von Autorschaft dann auch ablesen. Also mit dieser Idee, bei dem Buch muss man vielleicht sagen, die Leute haben jetzt nicht gesehen, was der andere geschrieben hat und so weiter. Das war so ein Echtzeit-Tool. Und Leute haben halt was reingeschrieben und dann wurde das abgespeichert in so einem Online-Tool und nach dem Jahr veröffentlicht. Und es waren 80 Leute oder am Schluss sogar 800 insgesamt. Auch diese Nachbarn und Besucher haben mitgeschrieben. Du weißt ja nicht, was die anderen geschrieben haben. Das kannst du nicht wissen. Du nimmst also teil an einem Gestaltungsprozess von einem Ding, das hinterher auch zwischen 2 Buchdeckeln ist.
Ja. Aber du kennst den Kontext gar nicht. Und das ist eigentlich auch eine gesellschaftliche Metapher, glaube ich, Ja. die also für mich ganz eindrucksvoll ist. Es ist, glaube ich, eine ganz reale Sache. Also so ist es wirklich. Ja, das finde ich auch wirklich auch beeindruckend so, ja. Ich habe die Parallele zur Gesellschaft natürlich auch gesehen. Ich kann ja nicht die ganze Gesellschaft überblicken, wo ich mich als Autor sozusagen auch mit beteilige. Ich bin ja ein Teilautor sozusagen der Gesellschaft. Ja, aber ich weiß nicht, was die anderen alle. Ein paar kriege ich mit. Aber es ist ein sehr enger Wahrnehmungskreis natürlich. Medien erweitern das vielleicht ein bisschen, aber Medien erweitern ja nicht nur. Nee, die verändern ja auch. Also zwangsläufig, das geht ja nicht anders. Also es ist jetzt keine Medienschelte, die ich da betreiben wollte mit dieser Bemerkung. Aber natürlich ist jede Form von Transport, Informationstransport auch etwas, wo die Information ja auch ein bisschen dem Transporter angepasst wird, damit es überhaupt durchpasst und so. Und dann kommt dann halt am Ende nur ein Teil raus, bestenfalls, oder was ganz anderes. Ja, und also Medienschelte muss man nicht betreiben, aber Medienkritik kann man durchaus betreiben, denke ich mal. Ja, Und bitte. ich glaube, in dem Buch ist es auch relativ stark drin, dass die Medialisierung von Kommunikation auch schon ein grundsätzliches Problem ist, das vielleicht dieser Art von Autorschaft entgegensteht, so ein Stück weit. Das ist aber ein interessanter Gedanke. Inwiefern steht das? Ja, die Struktur unserer Medien. Ich glaube, wenn man Medien anders strukturieren würde, würde das auch anders gehen. Man hatte mal die große Hoffnung in sozialen Medien vielleicht, ne? Dass jeder jetzt ein Autor wird, jeder kann auf YouTube was veröffentlichen, auf damals war es Facebook oder sonst wie was halt, ne? Und auch jeder kann es lesen. Also hätte dann jeder irgendwie die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf eine größere Öffentlichkeit. Tatsächlich wird das ja ganz anders strukturiert. Und es sind Algorithmen im Spiel und da sind dann Einzelinteressen, nach denen man diese Kanäle steuern kann. Und somit würde ich sagen, ist das eigentlich eher so ein dirigierendes Element, die Medien, und nicht so emanzipativ, wie man sich das hätte mal erhoffen können. Früher waren die Kanäle eher sowieso auch deutlich Einbahnstraße, Der nicht? Also Volksempfänger. Sender und Empfänger, genau. Also, ja. Und der Empfänger konnte noch Feedback natürlich auch ein bisschen geben in Form von Leserbriefen oder Publikumsbemerkungen und so. Aber das war schon sehr eng. Im Grunde war der Kanal schon eindeutig so in eine Richtung. So. Also insofern war Das die hat sich ein Öffnung bisschen sicherlich verändert, ja. auch ein Versprechen. Ich glaube nicht, dass sich das, also derzeit zumindest, also mit allen populistischen Bewegungen, die sich da verbreiten, scheint sich das Versprechen nicht zu erfüllen. Also ich habe das ja vorhin so ein bisschen scherzhafterweise mit dem Kaiser Wilhelm, also die Alternative zu einer öffentlichen Autorschaft als eine Person als Autorschaft sozusagen, die ist ja uralt. Eigentlich kommt die ganze Entwicklung sozusagen aus der Monarchie oder aus der Tyrannei, und dann geht es Richtung Demokratie, so ein bisschen soll verbreitert werden. Und jetzt soll die Alternative zur Demokratie wieder sozusagen die Rückwärtswende sein. Nein, eigentlich nicht. Es Nein, gibt ich glaube auch nicht, dass es so passiert, Nein. aber wir haben einen Slashback auf jeden Fall. Ne? Definitiv, das möchte ich gar nicht absprechen. Nee. Sondern, aber es gibt ja Leute, wenn sie schon über eine Alternative nachdenken zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt nach hinten denken, sondern auch nach vorne denken. Ich würde da auch natürlich das Stichwort, was bei dem Fußballstadion-Beispiel ja auch ein bisschen sich aufdrängt. Wenn jetzt 80.000 auf dem Platz sind, was gibt's da? Chaos. Chaos und Anarchie. Nicht? Da kann der Trainer vom Rand rufen, mit 11 Leuten lässt sich was absprechen, mit 80.000 wird es schwierig. Genau. Und dann gibt es natürlich Anarchie, aber so ist ja Anarchie auch nicht gedacht. Also es gibt schon Leute, die auch Anarchie als eine Fortentwicklung und weitere Entwicklung der Demokratie sich denken. So müsste man es jedenfalls an der Stelle dann, glaube ich, auffassen. Das ist natürlich auch ein sehr plakatives Bild mit dem Fußballplatz, da passen die ja auch gar nicht drauf. Ne? Das ist schon ein tolles Bild eigentlich. Ne? Genau. Das engt den Bewegungsspielraum dann tatsächlich ja ein. Deshalb passt es nicht so richtig. Ne? Das ist dann sozusagen einfach nur die Umkehr des Spektakels. Oder man sagt natürlich, dann sprengen die auch so das Stadion, die Enge des Stadions, also dieser Kreis, diese Ovale, was so, ne, wird dann gesprengt. Es wird nicht mehr nur gespielt auf dem Feld. Das Feld erweitert sich, die Tribünen werden mit eingenommen. Und dann können sich die 11 auch nicht mehr zurückhalten.
Die werden auch, und dann komme ich, was wäre wenn? Also das male ich mir jetzt ein bisschen von dem Bild ausgehend aus. Das hast du aber bei dem Buch nicht. Ne? Nee, das ist nicht da drin. Nein, nein. Das Dieses Bild. ist schade eigentlich. Ne? Hätte man noch machen können, ja. Jetzt im Nachhinein, bei der zweiten Auflage, ist die schon geplant? Noch ist es nicht vergriffen, glaube ich. Also es sind noch welche zu haben. Noch sind wir am Anfang. Das Buch ist auch noch nicht so alt. Wie alt ist es denn? Ist es schon ein Jahr alt? Nee, im bin mir März nicht sicher. diesen Jahres ist es rausgekommen. Wird noch ein Jahr, ne? Jetzt Ja. wird noch. Und vielleicht gerade da auch noch mal was zum Kontext, der noch mit dem Jochen Gerz zusammenhängt. Bitte? Ne? Also künstlerische Arbeit ist Jahrgang 40, ist jetzt erledigt. Er will aber nicht aufhören zu arbeiten, sondern über die Kunst hinaus, jenseits der Kunst. Und das ist, glaube ich, auch, ne, wenn man sagt, die Kunst ist gewissermaßen eine Sackgasse für diese kreative Tätigkeit. Das richtige Feld wäre eigentlich die Gesellschaft und nicht so eine Enklave. Also er arbeitet jenseits der Kunst weiter, hat eine Stiftung gegründet, wo er öffentliche Autorschaft mehr oder weniger in der Gesellschaft fördern will. Was das jetzt genau ist Ja. und was sind passende Beispiele, wenn man jetzt sagen würde, jede Art von Tätigkeit, die man halt so vollführt, ist ja schon öffentliche Autorschaft. Du kannst ja nichts ausnehmen. Also du bist ja in allem, also allein in deinem Atmen bist du halt Öffentlich. einerseits öffentlich, ja, wir teilen uns auf jeden Fall die Atmosphäre in diesem Raum und darüber hinaus. Ja, also jede Tätigkeit müsste dem eigentlich zugerechnet werden. Also eine sehr allgemeine Vorstellung von Beitrag leisten, den man, also eine Stelle gibt es, jede Geste, jede Person in jedem Kontext ist ein Beitrag Ja. zur öffentlichen Autorschaft. Und ich glaube, das muss man eigentlich ziemlich ernst nehmen. Also du kannst nichts ausnehmen, alles in deinem Konsumverhalten hat alles Auswirkungen auf dein Umfeld. Definitiv. Das ist aber auch ein bisschen aus einer anderen Ecke formuliert in der Terminologie, ist es auch ein ganzheitliches Denken eigentlich. So, ja. Wenn du nichts ausnimmst, ja. Wie? So ist es, ja. Ne? Also man muss es jetzt, und das kann man auch nicht esoterisch deuten, dieses Ganzheitliche muss man dann tatsächlich ein bisschen aus der Ecke rausholen und sagen, es hat was Ganzheitliches, es hat was Atmosphärisches, alles wirkt Ja, ganz irgendwie banal halt, rein. ne? Also das Atmen ist vielleicht ganz banal, ne? Also auch das, was immer du den ganzen Tag heute schon gemacht hast, ja alles öffentliche Autorschaft. Auch wenn du zu Hause sitzt, ne? Das denke ich mal, nimmt es dann nicht aus. Ja, zweifellos. Aber du hattest vorhin noch ein Stichwort, zurechnen. Das oder beitragen in das Ganze. Das sind aber dann doch Verben, Tätigkeiten, die doch auch eine Operation bedeuten, die dann erst die Autorschaft definiert. Also, okay, ich atme so vor mich hin, ich rede auch vor mich hin, klar, das ist schon mal gut. Kein Gar nicht großer schlecht. Unterschied, ja, genau. Ja, aber wann wird das so, wann können wir sagen, das wird eine Autorschaft? Wann du sagst, es ist da schon, allein, dass du hier sitzt und nichts machst, ist schon Autorschaft. Genau, das wäre sozusagen die Basis davon und darauf aufbauend kannst du dich natürlich noch aufschwingen zu größeren Zusammenhängen, aber ich denke mal, dein Müsli zum Frühstück kannst du da genauso reinrechnen wie die Fortsetzung deines Sokrates-Romans. Ja? Ne? Das wäre gleichzusetzen. An der Stelle. Naja, okay. Dann fangen wir doch mal da an. Eigentlich wollte ich natürlich am Anfang anfangen, aber wozu soll man sich an so Vorgaben und Vornamen halten, die man sich so selber vorgenommen hat, sozusagen? Nicht Vornamen im Sinne von nominell Namen, sondern Namen von geben, nehmen. So. Öffentliche Autorschaft oder die Welt als Klang. Das hat mir natürlich sehr gefallen. Da dachte ich, hey, wir reden von der Global Sound Academy. Und jetzt schlage ich das Buch auf. Und da ist die öffentliche Autorschaft und darin die Welt als Klang. Als Klang. Das ist ja ein Riesengebiet. Wenn die Atmosphäre hörbar wird, das ist ja sehr sphärisch. Ja, also Sphärenklänge oder Sphärenharmonie ist nicht unbedingt angedacht an der Stelle. Aber ja klar, ich bin auch musikaffin, also jetzt nicht selber, dass ich mich
da wirklich, auch du spielst, glaube ich, nicht so viele Instrumente oder sowas, ne? Aber wenn man, also ist ja auch als Klang und nicht als Musik. Ja. Also Klang ist mehr, glaube ich, Umfasst mehr. Und ich glaube nicht, dass die Leute sich alle synchronisieren müssen, um halt, wenn man so möchte, wenn das Ergebnis Poesie ist, dann kommt irgendwas bei raus, ne? Dass das dann als Klang bezeichnet werden kann. Also jegliches akustische Ausdrucksverhalten in jeder Form wäre dann Teil dieses Klangs. Ich finde Improvisation immer ganz toll. Ne? Wir machen nicht umsonst diese Nordstadt-Sessions, also wo auch ganz unerwartete Dinge eigentlich dann auch passieren, die eben auch gar nicht vorab koordiniert sind, also wo man jetzt nicht von Noten abspielt oder sowas, ne? Oder wo jemand auch einfach reinspringt und mit irgendeinem Gerät irgendwelche Geräusche dazu macht. Finde ich immer sehr spannend. Also was entsteht ungeplant und was auch selbstorganisatorisch. Und wir haben da den Kontext, den müssen wir vielleicht jetzt noch mal einfach ausdrücklich erwähnen. Die Nordstadt-Sessions stehen ja im Kontext der Machbarschaft. Ja. Und die Machbarschaft wiederum steht im Kontext von Jochen Gerz und seiner Initiative 2 bis 3 Straßen. Im Kontext, als Nachfolge. Und da zeichnet sich durchaus etwas ab, was wir auch als Struktur erkennen können. Oder? Täusche ich mich da? Ich will es wohl hoffen. Nein, auf jeden Fall. Ja? Also wir haben jetzt mit diesem Begriff der öffentlichen Autorschaft nicht gearbeitet, weil er auch relativ sperrig ist, glaube ich. Ne? Wir haben den von sozialer Kreativität immer gebraucht. Das ist vielleicht auch, Kreativität ist auch ein bisschen abgenutzter Begriff. Verbindet nicht auch jeder das Richtige mit an der Stelle. Aber also die Arbeit, die wir machen, das ist ja also höchstens leicht kuratiert. Und das Allermeiste schöpfen wir eben aus dem, was von den Leuten kommt. Also wir laufen rum und fragen, ob jemand irgendwas machen will und dann greifen wir diese kreative Ambition auf. Und so ist das in allen Projekten. Also es ist jetzt hier kein Künstler, der sagt, ihr könnt an irgendwas teilnehmen, was ich vorgegeben habe, sondern das ganze Projekt und über die 15 Jahre, die das ja auch jetzt schon dauert, ist das etwas, was aus sich selber rauswächst. Und wo man halt nur vielleicht mal irgendwie ein bisschen korrigierend, falls irgendwas überhand nimmt und jemand halt anderen die Möglichkeit der eigenen Autorschaft nimmt, muss man mal korrigierend eingreifen. Aber das ist, denke ich mal, die Grundphilosophie auch, aus der heraus wir Projekte machen. Das ist ja auch die Grundphilosophie eigentlich, weswegen ich ja mit der Vollmondgeschichte auch zu euch gestoßen bin. Ich bin ja auch quasi angezogen worden von euren Aktivitäten der Machbarschaft. Und dann dachte ich, diesen Bogen jetzt von mir aus schlagend, hey, das hat was mit der Sozialisierung des Künstlerischen zu tun. Und das bedeutete für mich auch, dass ich die Autorschaft, meine Autorschaft, jetzt im engeren Sinne, ich denke, nicht also bin ich, also schreibe ich höchstens so, ne? Und dann habe ich das, was ich geschrieben habe, vorgedacht und so weiter. Aber es ist ein Solo. Und im Grunde ist das aber kein Solo. Und es ist auch nicht meine Auffassung vom Schreiben, vom Denken, sondern es ist etwas, was inspiriert ist, auch von außen kommt und die Gedanken mich sozusagen auch anziehen, heimsuchen, aufsuchen. Ich höre keine Stimmen, Leute. So weit ist es noch nicht. Aber ich fühle mich sehr wohl angezogen und ich fühlte mich auch von diesem Konzept angezogen, wenn es irgendwo hinpasst. Dann nicht in ein Fernsehstudio, wo ich einfach was liefere und sage, okay, das ist mein Konzept, strahlt ihr es aus, dann ist es wieder so einseitig, sondern wir traten in Kommunikation und es hat ja nur deswegen gepasst, weil Spielraum gegeben wurde, aber dieser Spielraum war auch eine bestimmte Einladung, keine unbestimmte. Für mich. Ich habe das so empfunden, ich fühlte mich deswegen angezogen. Also wäre interessant, falls du, wie hast du das gespürt, dieses Konzept? Weil das, glaube ich, hat dir keiner vorgetragen, ne? Das Konzept hat mir so, wie wir es heute besprechen, tatsächlich niemand vorgetragen. Ja. Aber die Nordstadt-Sessions, die sind ja wohl deutlich älter als Vollmond-Talk. Ja, 2017. Und da habe ich schon gespürt, ja, da ist viel Improvisation, da ist Spielraum, da sind Freiräume, eben nicht etwas
Vorgegebenes, Vorgeschriebenes, Vorgedachtes. Und wenn ich da mitmache, bin ich nicht eine Schachfigur. Ja, also Schachfiguren, da ist das Reglement steht fest. Natürlich kann da noch eine Menge passieren innerhalb des Reglements. Aber im Grunde, wenn ich ein Bauer bin, weiß ich, wie ich zu gehen habe. Das wissen die anderen Figuren auch, ist schon klar. Alle. Aber dann bleibt eben kein Spielraum mehr für Improvisation. Nicht, wenn ein Bauer anfängt zu improvisieren und mal denkt, oh, jetzt bin ich doch ein Springer. Ja, genau. Ich wollte sagen, also wenn du das aufs Schachspiel übertragen würdest, dann wären alle Bauern, ne? Oder? Oder alle Damen. Oder alle Damen, würde ich eher sagen. Ja, Ja, nicht. oder mal so, mal so. Größten Spielräume sind es alles Damen, ne? Oder wer hat ja, glaube Eigentlich ja, aber stell dir vor, dass die Figuren sozusagen ihre eigenen Abläufe, die sie sich vorgenommen haben, in der Improvisation ja auch verlassen. Was wäre, wenn? Und das finde ich das Spannende an der Geschichte, dass dieses Gedankenspiel, was wäre, wenn? Wir sind alle Autoren, klingen so ein bisschen, ja, wir machen es ja sowieso, aber das ist nur die eine Seite, wir machen es ja sowieso. Die andere Seite ist ja tatsächlich, wenn wir uns das noch bewusst machen, dann entsteht ein Wow-Effekt. Ja, oder also wenn wir es sowieso machen, entsteht daraus sowieso Gesellschaft. Die wird noch anders strukturiert und so weiter, aber dein eigenes Umfeld beeinflusst du in irgendeiner Form. Du trägst dazu bei, dadurch entsteht irgendwas oder jemand anders was. Also der Beitrag des anderen ist durch nichts zu ersetzen. Das ist, glaube ich, muss man dem einzelnen Autor, der hier ja auch überwunden werden soll, also der singuläre Autor, ist mehr oder weniger was von gestern. Ne? Wenn öffentliche Autorschaft besteht, dann kann der sich als singulärer Autor auch gar nicht mehr verhalten. Und so die Idee, der Beitrag des anderen, den du ja noch nicht kennen kannst, weil der ja aus dem herauskommt. Also der verhält sich auch als Autor und nicht als eine Schachfigur für dein neu geschriebenes Buch oder so. Ne? Dann verändert sich ja auch deine Autorenposition. Ich habe das, weil du den Sokrates-Roman erwähnt hast, ja versucht, ein bisschen in die Literatur tatsächlich einzuholen. Der Sokrates-Roman begann auf einer Plattform und in dieser Plattform sollten die anderen Profile, die ich dann sozusagen auch vorher angesprochen habe und so, ne, ihre Beiträge dazu liefern. Vorschläge, das konnten sein einfach Plotvorschläge, das und das sollte mal passieren. Das hätte aber auch sein können, dass sie Textbeiträge liefern und das wäre dann zum Beispiel wie bei diesen 2 bis 3 Straßen, wäre so, hätte ich mir durchaus gewünscht, kam ganz wenig. Ist vielleicht der Medieneffekt auch gewesen, Ne? ne? Ja, also, das falsche Medium vielleicht. ja. Aber alle schreiben, keiner weiß, was vom anderen kommt. Und am Ende kann man rückwirkend ganz viel sehen, vielleicht auch ganz viel unterschiedlich, so neue Zusammenhänge, die man nicht gesehen hätte, wenn man sich doch das nicht bewusst gemacht hätte. Also dann ist doch dieses Was wäre, wenn die Poesie von allen gemacht würde, da würde ich sagen, wird von allen gemacht. Aber was wäre, wenn die Poesie von allen gemacht, als von allen gemacht wahrgenommen würde? Dein Buch macht darauf aufmerksam. Ja. Also mit diesem, das passiert ja sowieso, nehme ich eigentlich ein bisschen das Ende vorweg. Ne? Also dieses Was wäre, wenn. Die Poesie soll von allen gemacht werden oder sie wird gar nicht gemacht, ist ein Satz von Lautréamont. Das ist irgendwie früher Avantgarde, mehr oder weniger. Und da ist es halt als Forderung formuliert, hier ist es als Frage formuliert und eigentlich endet das Buch mehr oder weniger, also wenn es mehrere Schleifen durchgelaufen hat, dass man am Ende auch ein bisschen feststellen kann, ja verflixt, es ist ja auch so. Also eigentlich ist es ja so. Und wenn wir uns das klarer machen würden, würde Gesellschaft sicherlich auch ein bisschen besser funktionieren. Ne? Wäre das gemein, wenn wir jetzt das Ende vortrügen? Ich habe ja selber beim Ende angefangen, ja. Nein, deswegen, ich greife das auf. Das ist ja auch unser Konzept, ist ja sozusagen im Dialog, nicht nur unser Konzept, sondern unser aller Konzept ist ja dann, wir sind nicht abgesprochen. Wir können ungefähr ein bisschen was absprechen, wie tickt der andere. Klar, kann man immer machen, wie tickt der andere Mensch. Guck mal, da flattert was raus. Das hatte ich als Lesezeichen. Ah, ist den Finger noch drin? Ja, gar kein Problem. Und jetzt darf ich den Faden nicht verlieren. Der Finger,
ist da. Der Faden ist da, irgendwas vom Ende wolltest du, ne? Genau, ich wollte vom Ende, das Konzept. Wir können ein bisschen absprechen, wie tickt der andere, klar. Das machen übrigens doch die Musiker und Musikerinnen ja auch, wenn sie improvisieren. Sie wissen, welche Instrumente da sind und da, wenn du sagst, es kommen noch welche dazu, okay, aber du siehst immer, wer bringt welches Instrument spontan auch mit auf die Bühne sozusagen. Dann kann man ein bisschen drauf einstellen und dann geht's los. Und dann passieren Dinge, die eben nicht vorprogrammiert. Vielleicht kommt Rosalie nochmal wieder, ich weiß es ja nicht. Vielleicht kommt die Rosalie wieder. Es könnte passieren, ich weiß nicht, wo die Rosalie jetzt steckt und ob sie wiederkommt. Aber ich trage jetzt die Seite 143 vor. Das ist, glaube ich, fast die letzte Seite. Das war nicht vorgesehen. Das hatten wir nicht abgesprochen. Nee. Deswegen auch noch, ist ja kein Krimi. Ich verrate jetzt nicht, wer der Mörder ist. Nach der öffentlichen Autorschaft könnte man sagen, was wäre, wenn alle der Mörder wären. Die Poesie wird von allen gemacht. Das soziale Leben, Natur und Umwelt sind Teil des Geschehens. Leben und Kunst sind eins. Guido, das hast du geschrieben. Leben und Kunst sind eins. Ursprünglich im Sinne einer ermöglichenden Voraussetzung. Diese Voraussetzung heute einzuholen, bedeutet, Autorschaft unter zeitgenössischen Bedingungen zu aktualisieren. Das erscheint mir sehr wichtig. Das war die Seite, ne? Das ist die Seite. Ja. Ist ja mal nicht so viel auf einer Seite, ne? Man kommt da ganz gut raus. Ja, also das ist natürlich die Synthese aus vielen Überlegungen und so meandernden Überlegungen, die sich da nacheinander anschließen. Als ermöglichende Voraussetzung, ne? Ist das ein Zirkelschluss? Ich glaube, das ganze Buch beruht auf einem Zirkelschluss und das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, kein logisches an der Stelle. Ich glaube, die Arbeiten von Jochen Gerz funktionieren an vielen Stellen auch so, dass sie sagen, die Beteiligung von Leuten ist Voraussetzung und Ziel der Arbeit. Also ne, du setzt was voraus, was du erreichen willst. Und mehr oder weniger ist das ja die Bewegung, die dieses Buch auch macht. Ne? Das ist einerseits, sagt es, ist das eine Utopie, ist das ein Ziel und so weiter und stellt fest, ach, es ist ja gleichzeitig auch Voraussetzung. Also, ne? Man kann es als logischen Zirkelschluss, könnte man sagen, okay, schmeiß weg das Ding. Ne? Aber ich meine, wenn du was Neues auf den Weg bringen willst, dann kannst du ja nicht aus dem bereits Etablierten einfach nur irgendwas ableiten. Und deshalb ist, glaube ich, so eine Voraussetzung zu machen, das Wichtigste, was man so als Autor auch als Setzung. Ich glaube, es wäre ganz fatal zu sagen, schmeiß weg das Ding. Es ist ein Zirkelschluss. Selbst wenn ich jetzt nur etwas ganz Banales in den Raum werfe, macht das was mit dir. Ich sage, du bist Guido Meinke. Ist da schon ein Zirkelschluss drin? Hätte ich das nicht gesagt, wäre er ein anderer geworden. In dem Moment, wo ich es sage, denkt er sich, na gut, er hat das jetzt groß angekündigt, jetzt sagt er das, aber sonst hätte er vielleicht auch noch gedacht, warum sagt er das jetzt? Ist doch klar. Und so. Und schon ist es aber etwas, passiert etwas, vielleicht auch ganz minim, aber es passiert etwas. Denn wieso sagt er das jetzt? Wieso wird das jetzt Thema? So. Ne? Und so. Und ist das jetzt ein Zirkelschluss? Nein, es wäre, wenn dann, eine Tautologie in dem Sinne. Okay, aber auch beim Zirkelschluss, ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo wir das thematisieren, was vorher selbstverständlich war, so selbstverständlich, dass keiner es wahrgenommen hat. Und jetzt ist es Thema. Es ist quasi, jetzt hau ich echt einen drauf, so, ne? Das ist ein Manifest. Ja, es ist auf jeden Fall ein Essay, das zumindest mal, dass das Thema umkreist. Ich denke schon, dass diese Behauptung auch so einen Manifestcharakter hat, glaube ich. Ne? Also zu sagen, jeder ist kreativ, das ist vielleicht erstmal auch so banal, ne? Kann man sagen, ja, sicher. Aber das halt durchzuziehen und gesellschaftlich ernst zu nehmen, hat schon einen Manifestcharakter. Ja, ne, würde ich auch so
sehen. Und ich habe wirklich so das Gefühl eben nochmal, dass eben nicht jeder selbstverständlich davon ausgeht, ich bin kreativ, ich bin ein Teil des Ganzen, ich habe, das bringt ja auch eine gewisse Verantwortung mit sich, ja, also nicht, dass jeder immer die Luft anhält, weil Atmen einem anderen die Luft wegnehmen könnte, so nicht, aber Doch, Verantwortung ist sicherlich ein großer Aspekt. Verantwortung von ist ein Autorschaft, Aspekt davon. Und daran appelliert es natürlich auch ganz stark, dass man sagt, werde dir der Sache bewusst und handle dementsprechend, denn es hat ja Auswirkungen auf dich, auf andere und so weiter und so fort. Das ist ja genau die Fehlstelle, denke ich mal, in vielen sozialen Zusammenhängen. Also das ist dieser Satz, an dem bleibe ich doch ein bisschen hängen, diese Voraussetzung heute einzuholen, dass die Poesie von allen gemacht wird. Das ist ja die Voraussetzung. Heute einzuholen bedeutet, Autorschaft unter zeitgenössischen Bedingungen zu aktualisieren. Dieses zu aktualisieren ist ja, ich hätte jetzt gesagt, zu realisieren, also im Kopf zu realisieren. Mir wird etwas bewusst, oh, jetzt nehme ich es wahr. Aber das bedeutet ja auch, es fängt an zu wirken. Gerade eben war es auch noch da, aber es wirkte nicht auf mich oder es wirkte anders auf mich. Und jetzt wirkt es. Es ist ja ein bisschen Kulturkritik auch in dem Buch drin, ne? Vielleicht kann man die Kurve noch mal so ein bisschen nehmen, aktualisieren. Vielleicht steht Kultur so zwischen der Möglichkeit oder der Realisierung dieser öffentlichen Autorschaft und dem, wie es halt tatsächlich ist, ne? Also Kultur wäre einerseits so eine Sackgasse, in die das Ganze läuft, weil es dann eben so eine Struktur von Autor und Leser, Bühne und Publikum und so weiter hat und daher also diese Gleichheit, die da auch wirklich ernst gedacht ist. Also Gleichheit und Pluralität sind zwei wirklich ernst gedachte Grundprinzipien. Die sind immer leicht dahergesagt, aber wo sind die wirklich realisiert? Also das macht das Buch radikal, da drin ist es vielleicht auch utopisch. Ich weiß nicht, wie die Gesellschaft tatsächlich vor beispielsweise der Schriftsprache funktioniert hat. Also ob da öffentliche Autorschaft nicht auch so eine Art von gesellschaftlicher Praxis einfach war. Also vielleicht muss man so ein bisschen prähistorisch auch denken, wo denn gesellschaftliche Selbstorganisation auch herkam. Also bevor das alles strukturiert wurde, entweder in staatlicher Form oder dann eben auch das ganze Kultursystem ist ja ein ziemlich starres Korsett, in dem man sich selber auch verortet und dann jetzt willst du Künstler sein, dann musst du dich aber schon ganz stark einer sozialen Gruppe zuordnen, um überhaupt kreativen Anspruch zu haben und so weiter und so fort. Und daher vielleicht aktualisieren. Ne? Wo du sagst prähistorisch, ich argumentiere da ein bisschen anders. Ich komme ja da aus der Ecke dieser, was ich so genannt habe, der Kynosophie, der Weisheit der Hunde. Und das ist ja synchron, also das ist ja gleichzeitig. Wir sind da, die Hunde sind da und die schnarchen jetzt und schlafen vor sich hin. Aber diese Gleichzeitigkeit hat den Vorteil, wir können aber auch eine Ungleichzeitigkeit sozusagen in Projektion hin und her erkennen. Ich beobachte an denen zum Beispiel ein Gesellschaftsverhalten, was wir in dem Fall Rudelverhalten nennen, so, ne? Wenn wir die menschliche Überformung ein bisschen wegnehmen, also 4 Hunde begegnen sich, oh Gott, es gibt Mord und Totschlag. Nein, gibt es nicht. Das denken einige Leute, wunderlicherweise selbst Hundeführer so, ne? So, ich muss meinen Hund zurückhalten, da kommt ein gefährlicher Weißer. Mein Gott, du siehst, dass der nicht gefährlich ist. Vor allem musst du das nicht an ihm sehen. Dein Argument ist immer, den kenne ich gar nicht. Da musst du auch nicht hingucken. Guck auf deinen eigenen Hund. Der sieht etwas, was du nicht siehst. Und wenn du den Blick dann plötzlich hast, dass du sagst, okay, ich gucke einfach, wie verhalten die sich, sieht man, da funktioniert so etwas wie eine öffentliche Autorschaft, die verteilen sich Rollen. Einer geht vorne, einer gibt den Ton aus der zweiten Reihe an, einer sichert hinten, von hinten sieht man was anderes. Und wenn von hinten ein Bellen kommt oder eine Aufmerksamkeit, hey, da ist ein Hase, dann richten sich plötzlich alle wüst in die Richtung. Das haben die sich, also nicht von mir erklären lassen. Da gehe ich da dran und denke... Ja, es geht um Sozialverhalten an der Stelle sicherlich. Absolut. Ne? Und haben die Leute dann ein schlechtes Hundebild, wenn sie meinen, der Hund sei gefährlich, weil sie ihn nicht kennen und so weiter. Ne? Ich glaube, das Buch dreht sich auch ein ganzes Stück weit um ein Menschenbild.
Und auch, also ne, wenn ich sage, das menschliche Atmen gehört zur öffentlichen Autorschaft, dann das von den Hunden auch. Also ne, letztendlich lässt sich das schon auch noch weiterdenken, ne, in alle möglichen biologischen Zusammenhänge und sowieso auch ökologische Zusammenhänge, auf die das alles wieder Auswirkungen hat. Also das ist nach oben und nach unten komplett offen, würde ich sagen. Diese Kommen wir vielleicht nochmal auf das Menschenbild zu sprechen? Sehr gern. Ja, das würde mich interessieren. Welches Menschenbild meinst du, ist so hier eher vielleicht ein bisschen vorausgesetzt und doch nicht ganz real? Oder provoziere ich dich jetzt ein bisschen? Nee, also das Menschenbild. Ich glaube, das Menschenbild im Kapitalismus ist doch ein sehr egozentrisches, egoistisches und so weiter. Ne? Also mehr oder weniger der Markt regelt dann das Recht des Stärkeren, der sich dann durchsetzt und so weiter. Also es ist doch ein sehr sozial-darwinistisches Bild eigentlich sogar, das hinter diesem reinen Liberalismus steckt. So. Alle konkurrieren miteinander und jeder will den anderen eigentlich ausstechen. Richtig. Und also meine persönliche Erfahrung im eigenen Umfeld ist überhaupt nicht das. Also dieses Kapitalistentier, Mensch, mag es geben. Jeder muss gucken, dass er seine Schäfchen ins Trockene kriegt und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht der maßgebliche Antrieb und glaube auch nicht, also zum Beispiel in Zusammenhängen wie hier, spielt das ja gar keine Rolle. Also hier wird ja keiner reich oder sonst was. Hier kann sich keiner bereichern, sondern es gibt eigentlich dann nur die Möglichkeit, irgendwie Teil von etwas zu werden, wo was beizutragen und sich zu freuen, dass das alles funktioniert. Also es ist auf jeden Fall einerseits, die Leute sind alle kreativ. Also ne, jeder hat auf seine Art und Weise irgendwas, was der mit einbringen kann. Ja, ne? ja. Das ist was. Und die Leute wollen das auch. Also die wollen jetzt nicht auf Kosten anderer was wegnehmen. Gibt's auch, ne? Aber dass man so diesen anderen Teil eigentlich sieht, dass alle Menschen in dieser Autorschaft sich eigentlich auch verstehen können, wenn es denn die Gelegenheit, das Framing dafür gibt sozusagen, ist für mich eine deutliche Erfahrung, so im direkten Umfeld. Und ja, was gibt's für ein negatives Menschenbild? Ich glaube, da wird einmal Hobbes genannt, ne? So, da hätte man ja jeder gegen jeden und da brauchst du einen Staatsapparat, der das regelt, damit die sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das ist eine self-fulfilling prophecy. Ne? Also wenn du das so voraussetzt, dann wirst du es auch überall so erleben. Wenn du dich selbst so verhältst, wird sich auch dein Gegenüber darauf einstellen und so weiter. Und was wäre, wenn? Also was wäre, wenn wir das jetzt einfach anders mal angehen? Aus der Praxis heraus, würde ich sagen, ist ein anderes Menschenbild durchaus vertretbar und ja auch erfahrbar. Ne? Ja, und da komme ich jetzt auf den Punkt, den du so auch hier immer wieder betonst. Das gibt's schon, das ist schon. Diese öffentliche Autorschaft ist schon. Das muss nicht erst entwickelt werden. Da steht nicht drin, how to do, sondern da musst du lachen. Aber ich glaube, da liege ich jetzt ganz richtig, sondern es ist durchaus auch eine Beschreibung einer real existierenden Möglichkeit, sich zu verhalten. Ja, das ist schon da, aber natürlich kannst du dich auch anders verhalten. Ja, klar. Und ich glaube, also so gesellschaftliche Strukturen, wie wir sie haben, fördern das nicht immer unbedingt. Ne? Also man wird eigentlich eher entweder in diese Konsumentenecke oder dann in die Unternehmerdurchsetzungsecke gedrängt. Wolfsecke. Ja, Wobei die Wölfe durchaus Rudeltiere sind. Nicht? Also selbst denen tut man Unrecht, wenn man sagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ne? Dann ist dem armen Wolf ja echt wirklich Unrecht getan. Dann würde ich sagen, hallo, ich verhalte mich zu meinen Kollegen nicht so, wie ihr Menschen euch untereinander verhaltet. Also so die Idee von Raubtier halt, ne? Und dann sei mal schön vorsichtig, jeder will dir was wegnehmen. So, ne? Jeder will dir was wegnehmen. Ja, also ich werde Guido das Buch wegnehmen. Ich habe noch eins. Aber du wirst es ja aneignen, ne? Und das ist ja auch nichts, was mir was wegnimmt. Nein, im Gegenteil, denke ich mal. Das ist ja so eine Interaktion, wo wir uns sogar bestärken können. Bei Hunden hätten wir jetzt gesagt, Rudelverhalten. Ja. Wir sind was viel Besseres. Nicht? Wir verhalten uns nicht nach Rudelprinzipien, sondern nach sozialen Regeln. So. Aber im Grunde steckt da eigentlich auch noch ein bisschen was dahinter, was ich so komisch finde, apropos Menschenbild. Der Mensch will immer etwas Besonderes sein. Raus aus dem anderen Naturzusammenhängen.
So, also ja, es ist die Krone der Schöpfung, so ganz oben in der aber Hierarchie. auch halt in der Gruppe will er sich natürlich hervortun und was Besonderes sein. Das wäre ja sozusagen der individuelle Autor, Ja. der halt gesehen werden will auf der Bühne, da halt eine große Rolle spielt. Da brauchst du viele Zuschauer für, ne? Die applaudieren. Wenn die das nicht machen, dann bist du nicht der große Autor. Und vorhin ein bisschen Medienkritik betrieben, ne? Also wenn jetzt jeder sozusagen diese alte Autorenrolle, sagen wir mal Instagram oder so, ne? Jeder stellt sich halt als exzeptionell dar. Ich bin hier der Ausnahmemensch und mache alles ganz toll, ne? Und die muss von anderen bewundert werden. Ich glaube, so funktioniert es dann auch nicht. Wenn das alle machen, dann ist, glaube ich, nichts gewonnen, ne? Also ich habe die Stimmung bei der Kunstakademie mal ein bisschen mitgekriegt in jungen Jahren. Freunde von mir haben Malerei studiert, Karlsruhe, München. Und die standen plötzlich unter Druck, so unter Druck. Die haben so gar nicht Abitur gemacht. Die haben so nicht, selbst Abitur, ja, also Kunstleistungskurs war nicht so leistungsbezogen, wie dann endlich dort angekommen zu sein, wo sie schon immer sein wollten, auf der Kunstakademie. Und sagt so, jetzt ist doch der Druck raus, jetzt einmal tief durchatmen und dann gucken, was passiert, was gestalte ich, wie gestalte ich. Nein, es kam anders. Es kam tatsächlich so, ach, das war schon. Ach, das war auch schon. Ja, das gab es schon. Und so. Und dann entstand ein Druck. Ich muss etwas machen, was es noch nie vorher gegeben Absolute hat. Originalität, genau. Absolute Schöpfen Originalität. aus dem Nichts sozusagen, ne? Ja. Geht ja gar nicht, ne? Das geht ja gar nicht. Und dieses Buch propagiert in der Hinsicht, es propagiert erstmal gar nichts, aber wenn man es so interpretieren möchte, Gelassenheit. Ja, also es ist schon Contradictio in adjecto, wenn man sagt, das ist also Widerspruch in sich selbst, es propagiert Gelassenheit. Ja, schön, ja. Aber Guido strahlt auch persönlich, auch in diesem Buch, eine Art von Gelassenheit aus. Was ich ja, gibt schon. Aber guckt noch mal hin. Anhand des Buches könnt ihr das besser sehen. Ihr atmet schon, aber jetzt gibt's ein Durchatmen, Leute. Ja, schön. Hab ich das jetzt in irgendeiner Weise verhunzt? Nee, Oder? verhunzt nicht. Also zugespitzt mit Sicherheit. Ne? Das war ja. Aber nee, das wäre ja gar nicht so schlecht. Also zu sagen, vom Atmen zum Durchatmen und weiter. Ne? Und weiter. Ja. Was wäre, wenn die Poesie von allen gemacht würde? Diese Frage bezieht sich nicht auf die Künste als Kunst. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ist jetzt nicht neu, aber ich bin jetzt auch auf Seite 117. Ich komme von hinten nach vorne. So, 117. Die Frage bezieht sich nicht auf die Künste als Kunst und nicht auf Künstler als Künstler. Die Kunst würde in der Gesellschaft verschwinden. Was wäre, wenn? Die Gesellschaft ist eigentlich die Kunst. Kunst ist Gesellschaft. Das wäre auch toll. Da gibt es so einen Satz, den finde ich ja ein bisschen komisch, rein von der Logik her. Da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Steht der da drin, oder? Ich glaube, ja, der steht da drin. Der ist auch zitiert irgendwo. Ich sag dir den gleich. Aber jetzt mache ich es ein bisschen spannend. Aber hier an der Stelle, die Kunst würde in der Gesellschaft verschwinden, sich als Spezifikum oder Konzentrat in der Allgemeinheit auflösen und Teil des Alltags werden, Teil des Ganzen werden sozusagen. Jetzt mal ein bisschen holistisch-mystisch, das steht hier nicht. Hier steht Alltag. Und das eine würde sich vom anderen nicht mehr unterscheiden. Da habe ich meine Schwierigkeiten und Fragen, die werde ich noch stellen, aber zunächst mal das andere. Die Kunst würde Gesellschaft und die Gesellschaft würde Kunst. Da macht dieses Hin- und Herdrehen Sinn. Ich habe den Satz aber bei dir oder hier im Buch, ist ja bei dir, aber es ist eigentlich von allen geschrieben vielleicht, noch auch finden. Und zwar den, jeder Mensch ist ein Autor und dann umgedreht, jeder Autor oder Autorin ist auch ein Mensch. Sagt er, ja. Guido, warum sagst du sowas? Um das als eine grundlegende menschliche Eigenschaft, glaube ich, darzustellen. Erstmal, und das soll heißen, jeden Menschen angeht. Ne? Also Conditio humana
glaube ich, ne? Ist ja der alte Begriff für. Also eine wesentliche Eigenschaft, was Menschen auch ausmacht. Aber wir haben es ja gerade schon auf Hunde erweitert und das geht ja auch auf jeden Fall noch weiter, ne? Also ist das vielleicht sogar falsch. Ist also nicht jeder Autor ein Mensch, vielleicht kann man da Hunde dazu rechnen. Aber da ging es wirklich um diese grundlegende menschliche Eigenschaft. Autorschaft ist, was jeden angeht. Und nicht ein paar Autoren, ne? Ein paar Künstler. Aber dieser Umkehrschluss ist, jeder Autor ist auch ein Mensch. Der erschien mir an der Stelle jetzt nicht so aussagekräftig, aber das ist auch interessant. Ich habe diesen Satz so wie vorhin, Beispiel, du bist Guido. Oh, dann sagst du mir was ganz Neues. Ich bin Guido. Na, jetzt aber hier auch, jeder Mensch ist ein Autor, also ist im Umkehrschluss auch jeder Autor ein Mensch. Und ich sage, ja, okay. Aber wenn man das jetzt mit der Kunst dann nochmal in Verbindung bringt, ja? Die Kunst ist Gesellschaft und jede Gesellschaft ist auch eine Kunst. Wow, Ja. da macht es bei mir Klick. Damals Klick, ja gut. Also aus dieser Autorschaft und Gesellschaft und Kreativität soll jetzt kein Kunstwerk hervorgehen. Also wir schreiben keine Gedichte, wir malen keine Bilder, können wir auch machen und so weiter. Ne? Kann man auch machen. Aber so wie es jetzt hier gedacht ist, ist das Produkt halt die Gesellschaft tatsächlich. Die Kultur, wenn man so möchte, aber dann eben auch die Gesellschaft. Also dadurch wird Gesellschaft geschaffen. Ne? Das denke ich, das ist das Entscheidende an der Stelle, wo man dann sagen würde, ist halt keine exzeptionelle Tätigkeit. Ne? Aber Gesellschaft wird ja auch, das hast du vorhin auch angeschnitten, kritisch, auch geschaffen von dem Singsang, der Mensch ist der Menschen ein Wolf, der Mensch ist der Menschen ein Wolf, der Mensch. Und das kann ja auch passieren, aber das ist ja das Gegenkonzept. Das mit dem Mensch und dem Wolf, ich weiß es nicht. Sind das auch populistische Bestrebungen, die jetzt gerade so laufen, dass man neue Feindbilder schafft, damit man irgendwie was machen kann und so weiter und so fort? Ne? Also vielleicht wieder oder Leute ausgrenzen, damit man sich selber bereichern kann. Ist alles nur noch Verteilungskampf und so weiter und so fort. Ja. Die kommen alle nach Deutschland. Hallo, Deutschland ist nicht so groß. Ja, wir können nicht alle aufnehmen. Also 80.000 auf dem Platz, also wenn man dazu angeht, dann passen da noch ein paar rein. Ja, aber das war jetzt Seite 1, die du da sozusagen kurz mal reingeworfen hast. Nee, das war Seite 119 sind Ja, wir nur, gewesen. Oder 118 war das, Entschuldigung. Das habe ich reingeworfen. Jeder Mensch ist ein Autor, jeder Autor ist ein Mensch. Ach so, das war Das ist Seite wirklich 1. die erste Seite. Ne? Das ist echt die erste Seite, das stimmt. Ja, das habe ich vorhin. Soll ich das nochmal wörtlich, Nicht, wow. öffentliche Autor, aber da hast du tatsächlich auch das Wort Conditio Humana. Autorschaft wird damit als Conditio Humana charakterisiert, als eine grundlegende, spezifisch menschliche Eigenschaft. Dabei ist das Schreiben in einem allgemeinen Sinne als Poesis zu verstehen, als eigenes Tun und Machen, als Hervorbringung auf allen möglichen Gebieten, nicht nur in Literatur und Kunst. Das ist ganz wichtig. Es ist eben nicht ein spezifischer, also ein Spezialdiskurs. Ja, wir machen jetzt Kunst, was gehört dazu? Malerei, Musik und Skulpturen und Literatur und Theater von mir aus und so weiter. Nein, eben nicht. Kunst ist, wenn wir uns unterhalten, Kunst ist, wenn wir etwas planen, Kunst ist, wenn ich einfach nur zu Hause sitze und Kunst ist eigentlich die ganze Tätigkeit, und da komme ich schon wieder mit der Romantik. Ja, natürlich. Ja, ist Kunst genau und der Leben, Punkt. ne? Das ist ja die Poetisierung des Lebens. Aber auch da steckt implizit, es gibt etwas anderes. Etwas, was die Romantik nicht will. Nur die Romantik benennt das ja auch noch. Die benennt das mit fast einem Schimpfwort, mit dem Philiströsen. Heute würden wir sagen, das sind die Spießer. Ach so, ja, Philister. Die sind die einfach nur die Apparatschicks, die ihre Tätigkeiten einfach ausüben und sich überhaupt keine weiteren Gedanken machen, sich mit dem glücklich sind, was sie reingeben, rausholen, fertig. Sehr mechanisch, das Ganze. Sehr mechanisch. Und wahrscheinlich eben ohne diesen Faktor Kreativität, der dann gar nicht mehr wahrgenommen wird. Nein, da ist keine Kreativität. Und jetzt kommt die Kunst, die Gesellschaft als Kunst, egal was du machst. In dem Moment, wo du den Faktor Kreativität mit reinnimmst, oder Subjektivität sozusagen, das ist schon auch ein Aufruf. Insofern sehe ich da drin durchaus ein Manifest.
Ja. Also so die Romantik hat ja auch dann viel manifesthaft geschrieben, glaube ich, an der Stelle. Aber nochmal mit der Kunst vielleicht. Und da war die Romantik, die hat das ja auch sehr überhöht, das Ganze. Also es ist ja ein bisschen paradox auch aufgestellt, das Ganze. Wenn man es aus der Kunst zurückholen will, also Kunst und Leben zusammenführen, ja, das gibt es ja erst die Vorstellung, seit es Kunst gibt. Und es gibt ja auch Zeiten, in der Kunst, als ein bestimmtes gesellschaftliches System, ne, ein Teilsystem des Gesamtsystems oder so, als es das noch nicht gab. Also als sich das sozusagen herausspezialisiert hat, ist der Gap dann da entstanden. Also alles an Möglichkeit, an Utopie, an Kreativität wurde in diesen Kunstbereich gesteckt. Und der Rest ist dann halt nur noch mechanisches Funktionieren. Also wenn man es jetzt so ganz krass gegenüberstellen will, wie du es mit dem Philoströsen angesprochen hast. Ja. Und die Überwindung der Kunst, das ist ja auch schon ein ganz schön altes Pferd zu reiten. So, ne? Es rennt noch. Es läuft noch, ja, Es genau. läuft noch. Solange es die Kunst noch gibt, will sie überwunden werden. Ich glaube, das ist auch ein grundsätzlicher Antrieb darin. Sonst wäre sie ja nur artifizieller Kunstmarkt oder sowas. Ja. Hier, Kreativität, das kann man sofort vorwegnehmen, das ist auch gleich in der Einleitung drin, die auch eine Einladung ist, eine Einladung zum Mitmachen, Mitdenken, mit Lesen, mit Praktizieren eigentlich, mit Kreativsein. Kreativität, so lautet die These, ist eine Ressource, die Teil von jeder und jedem ist. Daran ist alles und nichts ungewöhnlich. Daran ist alles und nichts ungewöhnlich. Ja, der Tarek betätigt sich jetzt als Autor. Wuff. Tarek ist gut. Okay. Also, daran ist alles und nichts ungewöhnlich. Dass die Kreativität eine Ressource ist von jeder und jedem. Wir haben sie alle, aber als Ressource. Das heißt, wir können auch tatsächlich diese Ressource ungenutzt lassen. Ja, also ganz extrem, wie wir es jetzt gerade ausgelegt hatten, ne? Das Selbstatmen, wenn du das bleiben lässt, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ne? Dann hast du nur noch 2 Minuten oder so. Aber klar, das ist also sehr brachliegend. Ne? In aktuellen gesellschaftlichen Zuständen liegt das sicherlich auf vielen Feldern brach, wo sich Leute einfach dann nicht als AutorInnen verstehen. Und was wird denn alles gesagt? Man darf ja gar nichts mehr sagen oder wir können eh nichts machen. Ne? Also, dass man einfach in diese Opfer- und Zuschauerrolle immer weiter zurückkippt, das ist auch tatsächlich gefährdend für Demokratie, denke ich. Ne? Wenn du sagst, ja, Demokratie ist das Thema, Weiterentwickeln von Demokratie ist, glaube ich, was Wichtiges. Ne? Also der aktuelle Zustand davon, Wahlvieh und dann war es das nach der Abstimmung. Das ist zu wenig, so wird es auf Dauer nicht funktionieren. Also insofern ist es auch schon auf jeden Fall sozialkritisch gedacht. Ne? Wenn Kreativität eine Ressource ist von jeder und jedem, dann, was wäre wenn? Dann ist ja eigentlich auch der Ausdruck der eigenen Subjektivität, der Emotionalität, das Einbringen können. Und wenn das alles immer zurückgeschraubt wird oder man sich das selber zurückschraubt, ach, man kann ja gar nichts mehr sagen, ich kann sowieso nichts machen und so weiter, dann ist das schon ein bisschen wie, und zugespitzt, aber doch deutlich erkennbar, wie Luft anhalten. Ja, dann hat man eben nur noch 2 Minuten. Und eine Gesellschaft, die in diese Richtung tendiert und immer mehr sagt, halt die Luft an, die hat auch nicht mehr lange zu leben. So rumgedreht. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Möglichkeit zur Autorschaft, also Autorschaft zu ergreifen, überhaupt, um da irgendwo anknüpfen zu können, wahrscheinlich gab es noch nie eine Zeit, in der man so viele Möglichkeiten hatte. Also existenzielle Nöte, nicht, dass es die nicht mehr gäbe, ne? Aber die haben auf jeden Fall, denke ich mal, sind reduziert worden in den letzten 100 Jahren. Gibt viele Statistiken, in denen man dann einfach auch ablesen kann, dass der Lebensstandard wächst und dass er sozusagen, wie war denn jetzt, die Beteiligung an der Polis war früher denen vorbehalten, die nicht sich ums alltägliche Fortkommen kümmern mussten, also mit den existenziellen Fragen zu tun hatten. Ich glaube nicht, dass man sie grundsätzlich überwinden kann und auch nicht, dass man sie überwinden muss, um Autor zu werden. Aber
so gesehen sind ja die Voraussetzungen dafür besser als denn je. Ne? Selbst wenn man sagt, auf der anderen Seite mit den ganzen Strukturen, die die Medien vorgeben, diese ganze Glaswand der Kultur, die wir dazwischen haben, die Bühne, auf der alles stattfindet und so weiter, ja, die Chancen sind heute besser denn je. Das ist eine recht optimistische Einschätzung, aber du sagst ja auch, das gibt durchaus Studien und Statistiken und Tendenzen und die technische Entwicklung spricht auch nicht unbedingt dagegen. Also ich würde da nicht gegenhalten wollen. Die Chancen sind bestimmt besser denn je. Und da kommt aber dieser griechische Gott ins Spiel. Das ist der nur so einen Zopf hat. Der Kairos. Man muss den Zopf, die Gelegenheit am Schopf ergreifen. Sonst zieht er an einem vorbei und dann ist Glatze. Dann kriegt man nichts mehr, zu packen. Das heißt, zu erkennen, wann ist der richtige Moment, das Richtige zu tun oder zu sagen, zu machen. Und jeder hat da eine Möglichkeit, das können wir von außen gar nicht bestimmen. Das würde genau diesem Buch eigentlich widersprechen, wenn einer wüsste, was alle zu tun haben. Nee. Das ist es nicht. Aber alle sind die Autorinnen des Ganzen. Die Gelegenheit beim Schopf greifen, ja klar, also muss jeder dann jeden Tag wahrscheinlich machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es vielleicht schon so eine Zuspitzung. Also die Chancen werden immer größer, aber auch die Gefahr, dass das kippt, also sehe ich eigentlich auch immer größer werden. Ne? Also auch, du sagst, die technischen Möglichkeiten sprechen nicht unbedingt dagegen, die können aber auch sehr gut missbraucht werden. In Überwachungstechniken und in, weiß ich nicht, Reglementierungsmöglichkeiten, in Bewusstseinssteuerung, all dem. Also es spitzt sich so ein bisschen zu. Also sowohl die Gefahr, dass Demokratie abgeschafft wird, scheitert, in irgendein anderes Steuerungssystem übergeht, also nicht mehr eine Selbststeuerung. Und gleichzeitig die Möglichkeit, dass doch diese Form der Gesellschaftsherstellung dann doch endlich mal greift, also sich verstärkt sozusagen. Also beides türmt sich so ein bisschen auf. Das ist so mein Eindruck. Also ich finde, dieses Bild hat mich völlig fasziniert, ist mit dem Stadion. Und wie viele. Und dann ist eben tatsächlich so ein Moment, wenn wir das Spiel umkehren, müssen wir die Räume auch öffnen. Vielleicht auch die gedanklichen Räume. Zu sagen, wir müssen nicht hier in dem vorgezeichneten Karree bleiben. Das war nur für 22 Leute vorgesehen. Zählen wir die Schiedsrichter noch mit? Linienrichter, sind noch 25, ja, die kommen, die Linienrichter stehen ja sogar außen. Wir nehmen einen Schiedsrichter mit, dann haben wir 23 Leute. Nein, jetzt sind aber 80.000, 60.000, also müssen wir die Räume auch erweitern. Und in der Tat ist es ja auch möglich. Niemand zwingt ja die Leute, es sei denn mit Panzern, in Chile, seinerzeit, Pinochet-Putsch, im Stadion zu bleiben. Ja, okay. Dann ändert sich das Spiel, dann ändern sich die Räume, dann geht man raus. Und da ich ja ganz in der Nähe des Ruhrstadions wohne, weiß ich, das Spiel spielt sich nur zum Teil im Stadion ab. Vieles passiert auch vorher und nachher außerhalb, selbstverständlich. Das gehört mit dazu. Ja, Signal Iduna Park ist auch nicht so weit weg, ne? Und die BVB-Gründerkirche ist ja hier, also dem Fußball sind wir auf jeden Fall sehr verbunden. Ne? Insofern sind wir mit dem Fußball auch verbunden. Ja. Fällt dir noch etwas ein, was ich vergessen habe? Ich weiß nicht, ob wir mit der musikalischen Metapher ganz rund sind schon, ne? Weil da ist eine Stelle, die hattest du auch so ein bisschen angekreidet. Der Begriff gefiel dir nicht so ganz. Auf der 116. Gut, dass du da nochmal darauf Ist das die Stelle mit der Kakophonie? Weil die muss man, glaube ich, auch nicht ausschließen wollen. Ne? Die Kakophonie ist ein getreues Bild von dem Ding, wo du selber nicht drin steckst. Auf Seite 117 habe ich das. Die Kunst würde in der Gesellschaft verschwinden, sich als Spezifikum oder Konzentrat in der Allgemeinheit auflösen und Teil des Alltags werden. Okay, das haben wir ja darüber gut gesprochen. Und das eine würde sich vom anderen nicht mehr unterscheiden.
als Weltklang sozusagen, die Welt als Klang, als nur ein Gong wäre das ja so. Und ich glaube, die Vielfalt in dem Großen und Ganzen und die Unterscheidbarkeit würde nicht verloren gehen. Da würde ich widersprechen. Also ich habe sie nicht als einen Gong, wobei ein Gong, glaube ich, auch mit ganz vielen Obertönen arbeitet Yes. und so. Ne? Also Ja. das ist ja ein sehr großes Klangspektrum und so weiter. Aber ich hatte die Kakophonie da als Bild. Ne? Also den Missklang, den muss man, glaube ich, auch ertragen können. Also und es ist da, also wenn man den jetzt sagen, das will ich ausschließen in poetischen Zusammenhängen, soll das ja irgendwie ja, halt angenehm klingen oder so, das wäre ein irreführendes Bild. Also ich glaube, dass ganz viel Quietschen und Knarzen in so einer öffentlichen Autorschaft ganz normal ist und dass die auch willkommen ist. Und du hast es Chaos genannt vorhin, ein musikalisches Chaos. Ne? Also ist schon etwas, was man sozusagen nicht völlig von sich weisen sollte an der Stelle. Weil wenn du das verhindern willst, ne, dann hast du all die Strukturen, mit denen wir jetzt arbeiten. Wir hatten ja die Beispiele mit dem Fußball bisher so und jetzt hätte ich das Beispiel aus der Musik mit einem Symphonieorchester und eben Jazz und den freien Improvisationen. In dem einen ist alles vorgegeben, vorgeschrieben, vortrainiert, vorgeübt und dann kommt es sekundengenau, noch genauer eigentlich. Niemand ist eigentlich zeitlich so genau wie Musikerinnen und Musiker. Und da ist ein Dirigent und dann wird das so wie geplant, wie vorgeübt und vorgeprobt, abgespielt. Das ist die eine Seite. Und da ist jeder Klang, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, schon Kakophonie, eine Katastrophe, so. Und dem gegenüber steht eben dann das andere Bild. Da sind wir bei den Sessions. Free Jazz, neue Musik. Ja, oder jemand kommt mit einem Instrument dazu und sagt, hey Leute, lasst mich mal hier bei euch mit Topf schlagen. Keiner würde sagen, nee, bei der Machbarschaft geht sowas aber nicht. Das nicht, das regelt sich aber dann selbst, wenn es wirklich einfach nur stört, entweder gegen die anderen oder tariert sich dann so aus. Ne? Kann aber auch wirklich bereichernd wirken, das kann man nicht klar. ausschließen. Nee, also ich glaube, Überraschungen sind immer willkommen. Ne? Genau. Ja. Und nur weil einer mit einem Topf ankommt und einem Löffel in der Hand, würde man nicht von vornherein sagen, nee, du machst nicht mit bei der Session. Nee, überhaupt nicht. Also Das da ist es. kann alles benutzt werden, was da rumsteht. Und es kann passen und sich ergänzen, erweitern und so weiter und zum Klangbild mit dazugehören. Wobei Kakophonie natürlich auch etwas ist, was auch eben zum Klangbild tatsächlich dazugehören kann. Bei Jazz ist das eigentlich so, dass man sagt, es gibt gar keinen falschen Ton. Ja, genau. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, so im klassischen Zusammenhang, wohltemperierten Klavier und so weiter, ne, sind ja viele Jazzharmonien einfach dann auch disharmonisch. Wurden auch so empfunden. Ne? Ich glaube, dass sich da das Gehör auch weiterentwickelt hat. Vielleicht kann sich das noch weiterentwickeln und toleranter werden. Das fände ich auch wünschenswert. Finde ich auch spannend als musikalische Entwicklung. Ich habe letztens einen Kollegen auf Instagram gesehen, einen Musikerkollegen, einen klassischen Musiker, einen Geiger. Der steht in der Türkei auf der Bühne und die Situation fand ich sehr, sehr, sehr erdrückend, bedrückend, aber vielleicht war es auch eine Herausforderung für ihn, auch da hinten ein riesengroßes kemalistisches Bild von einem Atatürk, dem Vater der Republik, der da so überdimensioniert auf das Orchester guckt oder drüber hinweg guckt sozusagen in eine Wahnsinnszukunft so und eine riesengroße Fahne und so, kurzum all das, was eigentlich die Insignien der Macht und der Vorschrift ausmachen, so, ne? Und da ist jemand, der möchte auch klassische Musik machen, wo man sagen könnte, ja, passt. So, ja, du willst auch nur rumdirigieren hier, ja, bist ja Musiker Erdogan sozusagen. Und dann ist er da und sagt und spricht vorher noch so ein paar einleitende Worte und sagt, ich bin nicht der Chef. Ich bin davon überzeugt, dass hier dieses Ensemble, was hier zusammengekommen ist, keines einzigen Chefs bedarf. Und dann dachte ich, wow, das ist jetzt echt
nicht mutig in dem Sinne, das haben vielleicht viele auch gar nicht richtig verstanden, was er da sagen möchte. Die große Politik war anwesend oder was? Dann ist das ja schon Aber frisch. im Grunde war die große Politik natürlich in dem Kontext anwesend. Ich weiß nicht, ob die auch im Publikum mitsaßen. Teilweise bestimmt. Da guckt die Politik drauf. Und dann steht er da und sagt sowas. Ja, kommt aus seiner Ecke, wo eigentlich das Dirigieren jetzt nicht so weltfremd ist. Macht aber etwas, wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt aber etwas, wo er sozusagen schon auch seine Welt ein bisschen mehr aus den Angeln hebt und in neue Richtungen lenkt. Ja, war ich auch nicht schlecht, ne, als Klang, muss ich sagen. Also da hatte ich auch Respekt vor, muss ich sagen. Ja, ja. Aber letztendlich würde das tatsächlich bedeuten, so für uns, ich sehe die Überwindung der Arbeit. Die Überwindung der Kunst war ein zentrales Anliegen der Moderne, ebenso wie die Überwindung der Arbeit. Beides kann der ursprünglichen Intention nach als gescheitert gelten, doch die Dinge realisieren sich oft anders als erhofft oder befürchtet. Das sind deine Zeilen auf Seite 13. Ja, als erhofft oder befürchtet. Das heißt, wir müssen nicht alles in Gedanken zu sehr einengend die Luft anhalten. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so auf Utopien und Dystopien bezogen an der Stelle oder vielleicht sogar dann auf Ideologien. Also vieles an der Verbesserung von Gesellschaft, an Projekten, die da gelaufen sind ja dann vielleicht doch gescheitert. Ne? Also wenn man sagt, vielleicht das ganze Projekt des Kommunismus ist ja, also jetzt sagen wir mal, realpolitisch, denke ich mal, gescheitert. Da stecken ja viele Gedanken dahinter, die auch vielleicht so ein emanzipatives Potenzial hatten. Oder Dystopien, ne? Also weiß ich nicht, die Technik wird uns irgendwann völlig überformen und entmenschlichen oder sowas. Ganz ist es auch noch nicht eingetroffen, ne? Also sagen wir, diese Projektion, sind wir auch im Zeitalter nach den Utopien, wird ja auch gesagt, postutopisch oder so, glaube ich auch letztendlich nicht. Aber vielleicht ist das so ein Diffundieren von Utopie in Realität rein. Also wir können jetzt nicht irgendwie die Verbesserung der Gesellschaft realisieren, so intentional, krass durchmarschieren mit einem Plan vom Reißbrett. Aber vielleicht gibt es ja schon diese Regung, diese kreative Regung in den Menschen, die sich so langsam durchsetzt in allen möglichen Zusammenhängen. Also ich meine, das schon auch beobachten zu können. Auf der einen Seite sind wir hier nur noch mit Verschwörungstheorien unterwegs. Die Kritik hat sich sozusagen verselbstständigt. Leute können kritisch denken, jetzt verselbstständigt sich das total und wird sozusagen irre. Und trotzdem ist da ja auch ein Megapotenzial drin. Also ich glaube, Utopien realisieren sich nicht durch eine politische Umsetzung, die planvoll geschieht, sondern in ganz vielen einzelnen kleinen Schritten. Kippt auch wieder zurück. Also es ist ein Potenzial, das jederzeit zur Verfügung steht. Könnte das für uns ein Schlusswort sein? Ich wollte es nicht überstrapazieren. Nee, ist gut, auf jeden Fall. Ja? Ja, schön. War nicht so gedacht als Schlusswort. Aber wenn es so stehen bleiben kann, gerne. Ich finde, das klingt wunderbar. Wir müssen uns nicht in Pessimismus hineinplanen und nicht in Optimismus. So. Vielen Dank, lieber Uri. Vielen Dank, lieber Guido, für das Buch, für dein Kommen. Und lest es. Es ist nicht selbstverständlich. Das finde ich ganz wichtig. Dieses Buch ist nicht selbstverständlich, sondern wird erst verstanden, wenn es lest.